Sieht dieser Blechkuchen nicht hammermäßig lecker aus? Aber erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen, wie ihr schon gesehen habt, einen Blechkuchen, der wirklich flauschig ist und trotzdem saftig. Ganz zu schweigen von dem, dass er hammermäßig lecker ist. Ja, und für diesen Kuchen brauchen wir richtig viele Eier. Dann nehmen wir erstmal 5 Eier und trennen die, weil die sind nachher für den Teig, für den Rührteig. Und dann nochmal 2 Eier, die sind für die Quarkmasse. Fast hätte ich das Eigelb in den falschen Behälter gegeben. Gut, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Mehl und Backpulver und das vermischen wir noch kurz und gründlich. Weiter vermischen wir noch Zucker mit Vanillezucker und eine Prise Salz. Danach kommt der Handmixer ins Spiel, weil mit dem verrühren wir die Eigelbe, dass sie richtig schaumig werden. Kurz danach kommt dann die Zuckermischung hinzu und noch Schalenabrieb von 2 Bio-Zitronen. Anschließend vermixen wir das Ganze und geben noch geschmacksneutrales Öl hinzu. Da könnt ihr Sonnenblumenöl oder Rapsöl zum Beispiel verwenden. Dann hat der Handmixer erstmal ausgedient, weil jetzt geben wir schrittweise ein bisschen Milch hinzu und das Mehl. Für das Mehl verwenden wir dabei einen Sieb, damit keine Klumpen entstehen. Ja, aber es fehlt noch was, und zwar der Eischnee. Wir haben nämlich das Eiweiß von vorher noch übrig und das schlagen wir zu Eischnee. Da nehme ich immer ein bisschen Puderzucker zur Hilfe, weil ich denke, durch den Puderzucker wird das Ganze einfach etwas feiner. Und genau dieses Eischnee, das heben wir jetzt vorsichtig unter. Wir rühren das Ganze natürlich vorsichtig durch, bis das Ganze schön homogen ist. Und gleich danach geben wir es dann auf ein Backofenblech drauf und verteilen das Ganze schön glatt. Ja, und wir wissen ja, die Quarkmasse fehlt noch und die bereiten wir jetzt zu. Aber vorher vermischen wir erstmal Zucker mit Vanillezucker und mit Vanillepuddingpulver. Das Ganze kurz durchgemengt, wenden wir uns schon der Rührschüssel mit den 2 Eigelben zu und die schlagen wir kurz schaumig. Weiter geben wir zu den Eigelben dann diese Zuckermischung und anschließend noch den Quark. Dann mixen wir das Ganze gut durch, dass alles homogen ist und dann stellen wir noch Eischnee her. Auch hier benutze ich wieder Puderzucker, damit der Eischnee noch feiner wird. Auch hier heben wir den Eischnee sehr vorsichtig unter. Und wenn dann alles homogen ist, dann füllen wir mit dieser Quarkmasse einen Gefrierbeutel.
Wenn dann der Gefrierbeutel schön prall ist, dann schneiden wir eine Ecke ab und mit der Öffnung in der Tüte fahren wir dann Bahnen ab auf dem Rührteig, sodass ein Gitter entsteht. Jetzt wäre es auch schon mal richtig Zeit, an den Ofen zu denken, weil jetzt können wir ihn schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze aufheizen. Denn wenn wir das Gitter fertig haben, können wir das Kuchenblech schon in den Backofen schieben. Und jetzt schaut mal, wie schön dieses Muster aussieht. Ich finde, das sieht echt sagenhaft lecker aus. Aber eine kleine Sache fehlt noch, und zwar, wir nehmen noch Puderzucker, um die Oberfläche damit zu bestreuen. Gut, der Kuchen ist fertig. Wir können uns jetzt ein Stück herausschneiden und dann probieren wir mal diesen leckeren, flauschigen Kuchen, der trotz allem dann noch immer noch saftig ist. Na, habe ich zu viel versprochen? Super leckerer, einfacher Kuchen. Genauso muss er sein. Also, ich hoffe, ihr backt mal diesen Kuchen nach und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.